Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bauer sucht Frau. Nope. Nein. Herzlich willkommen bei Parkraft Explorers. Wir stehen hier mitten in der Pampa und auch nicht am Fluss, weil wir machen heute eine schöne Wanderung, bevor es zum Paddeln geht. Und zwar sind wir heute unterwegs im Ammertal. Genau, und zwar wir wandern heute die komplette Ammer hoch, und zwar von der Ammermühle rauf bis zum Kammerl. Und ja, viele kennen diesen Wanderweg nicht, und wie es jetzt hier ausschaut, das wollen wir euch hier mal zeigen. Also, los geht's! Einmal abgezweigt und schon sind wir im Nirgendwo. Willkommen in Bayern, würde ich sagen. Der Weg ist auf jeden Fall abenteuerlich, also macht Spaß. Immer wenn man vom Wanderweg hier mal zu dem Fluss runterkommt, zur Ammer, dann gucken wir uns gleich mal ein paar Stellen an und schauen eben nach Holzverhau, weil die Ammer kann man eben immer nur fahren, wenn es wirklich stärker geregnet hat, weil der Pegel so schnell fällt. Heißt aber auch, wenn man dann befährt, dann muss man wirklich sehr, sehr gut immer gucken, ob Holzhindernisse im Fluss sind. ganzen Regen ist der Boden natürlich ultra matschig und ja, auch ganz schön steil. Das heißt,
Oh, der Weg, den muss man sich erkämpfen. Also hier wird einem nichts geschenkt. Das ist harte Arbeit. Aber dafür landschaftlich mega, mega schön. Also echt wieder so ein schöner Wald und so ein schöner Weg. Richtig, richtig geil. Oh. Es geht noch ein Stück. Hui. Oh, jetzt 11 Kilo am Rücken. Mist. Das sind jedes Mal die Momente, wo ich bereue, 1,52 zu sein. Und das bereue ich, kann ja nichts dafür. Ja, shit. Ja, shit, Leute. Hilfe. Ja. Warte. Ach, das ist anders. Mutti hat immer gesagt, man muss ihm nur zu helfen wissen. So macht's der Vollprofi. Na toll. So, der Weg, der wird jetzt gerade schon wieder immer schöner. Jetzt sind wir hier schon am Rand vom Wald und hören schon den Scheibumschwall rauschen. Das heißt, wir müssten eigentlich gleich da sein. Also ich kann ihn schon hören, ist nicht mehr weit. So, jetzt sind wir da am Einstieg beim Kammerl und ja, der Pegel ist jetzt seit dem Wochenende, also seit dem Hochwasser schon wieder recht krass gefallen und jetzt sind wir so ungefähr bei 83 cm, aber das geht schon noch. Also wir werden jetzt richtig viel Spaß haben. Also auf geht's, bauen wir die Packrafts auf. So, fertig sind wir, los geht's, würde ich sagen. Also, jetzt haben wir bis zur Ammermühle aufregende 13 Kilometer vor uns. Und ja, sind schon ein paar spannende Stellen dabei. Auf was wir natürlich jetzt mega aufpassen müssen, sind natürlich die Baumstämme. Also schauen wir mal, ob da was drin liegt. Los geht's! seitlichere Linie nimmt, die an sich einfacher zu fahren ist, ist man natürlich dann in Gefahr, da unten auf diesen Felsen aufzufahren. Das ist jetzt die Entscheidung, entweder Felsen oder mittendurch oder so eine Zickzacklinie fahren. Also auf jeden Fall vorher anschauen. Das Gute ist auch, der Scheibumschwall ist ganz am Anfang von der Tour. Das heißt, man kann theoretisch auch hier auf
heißt, man müsste ihn jetzt nicht fahren. Schauen wir mal. Also die Stelle ist natürlich jetzt auch fies, weil hier drückt die ganze Strömung gegen diesen Felsen. Jetzt gucke ich mal, ob ich da fix drüber komme. Wunderbar. Schön drüber geslidet. Aber das Schöne ist, da hat man jetzt hier große Kehrwässer danach. Das ist ja ganz gut hier. Aber super schöne Stelle zum Üben. Links mal nochmal. So, jetzt kommen da unten die schrägen Rippen. Da ist eher links dann die Linie. Also das ist jetzt zuerst so ein Kiesbankschwall und dann eher links halten. Aber es ist echt immer eine Challenge. Die hat Power. Ja, da kannst du vorfahren mit Schwung. Alter, gut durchgekommen. Immer wieder schön.
jetzt sind wir schon bei einem absoluten Highlight der Ammer, die Schleierfälle. Und zwar sind es hier wie so ganz viele kleine Sprühregenwasserfälle und es steht mittlerweile unter strengsten Naturschutz, deswegen darf man die nur vom Wasser aus begutachten. Das heißt, wir können einfach im Boot sitzen bleiben, um da nichts kaputt zu machen, aber das muss man auf jeden Fall gesehen haben bei der Ammertour und es ist immer wie ein kleines Stück vom Auenland hier. So, da unten, da kommt jetzt gleich die Echelsbacher Brücke. Ja, und da haben wir nochmal ein bisschen einen stufigen Abfall. Aber der ist eigentlich immer relativ gut zu fahren. Das heißt, einfach schauen, wo ist die Hauptzunge und dann schön durch die Wellen durch. Das Blöde ist einfach nur, dass man das von hier oben immer nicht gut sieht, aber meistens ist immer schön links in der Außenkurve die richtige Linie. Wuhu!
du rüber? Hä? Ich komm nicht da raus, Alter. Seit ich halte. Was? Wie viel? Oh Gott, Was? bist du umgekippt? Ich bin umgekippt. Also ich hab dich. Okay. Kannst du mich irgendwie ein bisschen zurück? Ja. Ich guck da alles raus. Warte. Ich hab dich, keine Panik. Okay. Ich schieb dich rüber, okay? Ja, wenn ich reinhabe. Ja, dass ich das noch erleben darf. Das ist Thomas gekentert hat. Geil. Er hüpft gleich wieder rein, aber ein spült da echt so in diesen Fels rein. Oh Mann. Ah, ich bin richtig scheiße reingefahren. Ja, die letzte Welle hat mich umgeworfen. Die war echt krass und vor allem Ja. habe ich gedacht, cool, jetzt fahre ich da unten gleich ins Kehrwasser. Die war aber so heftig, dass Ja. mich eigentlich ins Kehrwasser reingeschossen hat. So richtig. Ja, so schnell kann man natürlich auch drin liegen da bei diesem Undercut da hinten. Naja, Ja, man hätte jetzt auch nicht so weit links fahren nee, müssen. hätte man nicht. Man hätte ein bisschen weiter rechts fahren können. Aber von hier sieht man wieder die Löcher gar nicht. Nee, null. Naja, Ich denke, das ist irgendwie einfach nur die Welle. jetzt kommen die nächsten Wellen. Und fahr gleich vor. Mit Schwung, mit Schwung, mit Schwung. Ja doch, zwei sind sogar. Sind wir eigentlich schon am Ausstieg, aber hier gibt es eben jetzt noch die Bootsrutsche, die man fahren kann, aber davor sollte man halt schauen, ob unten Holz liegt oder irgendwie was drin ist, bevor man die fährt. Also langsam rantasten. No, sieht gut aus. So, also, fahren wir. Ja, genau hier. Aber ist der Knoten nicht? Ich fahre jetzt genau mittig rein. Ja, ja. Und Gas. Juhu! Juhu!
weiter oberhalb von der Bootsrutsche so viel Wasser abgezweigt wird, kann es eben sein, dass da die 300 Meter bis zur Brücke, also wo der eigentliche Ausstieg ist, nicht immer genug Wasser drin ist. Das heißt, wir schauen das jetzt mal, aber das wird ziemlich, ja, eine steinige Geschichte. Gucken wir mal. Noch mehr Gas, 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 Gas. Das war die wunderschöne Ammer. Es ist jedes Jahr einfach ein absolutes Highlight und deswegen sind wir auch schon wieder froh, dass wir hier die Gunst der Stunde ergriffen haben und ja, einfach hergedüst sind. Es lohnt sich echt wirklich und die Wanderung war heute auf jeden Fall abenteuerreich, weil wir hatten echt viel Regen in letzter Zeit und ja, der Weg hat natürlich so ein bisschen Spuren hinterlassen. Also er war etwas schlammig und auch mehr Höhenmeter als gedacht, aber dafür wirklich richtig schön. Also da geht man richtig schön durch den Wald, ihr habt es ja gesehen. Und für alle diejenigen, die wissen wollen, wo dieser Wanderweg entlang geht, schaut einfach mal auf unserem Blog packraftexplorers.de. Da schreiben wir euch nochmal alle Informationen zu der gesamten Tour zusammen. Das heißt, einfach durchlesen und ihr könnt die gesamte Tour nachpaddeln oder auch nachwandern. Das Schönste, es ist free. Genau, for free. Genau, schaut auf packraftexplorers.de. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns mega über ein Like und wenn ihr uns einen Kommentar da lasst und wenn ihr die Glocke abonniert. Und die Glocke abonniert, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Das ist aber auch immer viel am Schluss. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn die Packraft-Community hier auf YouTube wächst. Und wir sehen uns beim nächsten Video und ich kann euch sogar jetzt schon verraten, was das für uns wird. Wir drehen nämlich morgen den zweiten Teil von der Ammer, die untere Ammer. Das könnte eine richtig, richtig schöne Tour für Anfänger sein, sind wir auch noch nie gefahren. Das heißt, es kommt die absolute Ammer-Dröhnung auf euch zu, aber ich glaube, damit seid ihr einverstanden. Genau. Macht's gut, wir sehen uns. Also bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.